Auf ihrem neuen Album verarbeitet Kathy Kelly, 56, schwere Zeiten, die hinter ihr liegen. Mithin sprach sie über Höhen und Tiefen und Maves Absage für ein Kelly Family Comeback. Mit der Kelly Family feiert Kathy Kelly seit 2017 wieder große Erfolge. Doch eine fehlt bei der Bandtreue nach wie vor: Schwester Maite, 39, im Talk spricht Kathy Kelly Klartext über dass Maite und PD, 41, bei der großen Kelly Family Reunion nicht dabei sind, soll für Zoff gesorgt haben. Angelo, 37, verriet schon vor einiger Zeit in einem Interview, dass in der Familie nicht immer alles harmonisch zuging, scheint also klar. Kathy erklärte jetzt: Wir stehen schon so lange gemeinsam auf der Bühne, das muss uns erst einmal jemand nachmachen. Maite und PD sind nicht dabei, aber sie können jederzeit dazukommen. Doch sie gesteht traurig: Ich tue alles, was ich kann, um sie zu überzeugen. Jeder hat mal eine Phase, in der er Abstand braucht und solo unterwegs ist. Die beiden haben einfach ihre eigenen Karrieren. Aktuell ist es für sie nicht die richtige Zeit, aber das kann sich auch ändern. Klingt, als gäbe es durchaus Redebedarf. Sie gibt zu: Ich habe mir das von Anfang an gewünscht. Die Fans sicher auch. Und wenn sich jeder ein bisschen aufeinander zu bewegt, vielleicht ist es dann eines Tages soweit. Wann, steht allerdings in den Sternen. Dass Kathy ihre Schwester 1,5 Jahre nach dem Kelly Family Comeback öffentlich an den Pranger stellt, dürfte der 39-Jährigen wohl kaum gefallen. Maite sagt nämlich selbst, sie sei wegen ihrer Töchter nicht dabei: Meine eigenen Kinder kommen zuerst. Ein Insider glaubt, Wer lacht überlebt ist das erste deutschsprachige Soloalbum der Sängerin ein Herzensprojekt. Erzählt sie. Jeder der Songs ist autobiografisch und gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im Studio war es sehr intensiv. Es war eine Art Befreiungsschlag. Als ich meine ganzen Geschichten erzählt habe, gab es sehr viele Momente, in denen ich geweint habe. Ob der Name des Albums, Wer lacht überlebt, ihr Lebensmotto ist. Ich habe in den schwierigsten Momenten meines Lebens gemerkt, dass mich mein Lachen über Wasser gehalten hat. Das hat mir immer Kraft gegeben. Damals war es unbewusst, aber wenn ich heute zurückdenke, weiß ich, dass es mich oft gerettet hat. Vor allem mit ihrem Vater Dan Kelly, 71, hatte es die Sängerin nicht immer einfach. Er flüchtete sich nach dem Tod seiner Frau Barbara Ann, 36, in den Alkohol. Als die Familie 1983 nach Frankreich zog, wurde es immer schlimmer. Sagt Kathy. Es heißt, sie sei ihrem betrunkenen Vater deswegen nächtelang in die Kneipen gefolgt, um ihn wenigstens einigermaßen unter Kontrolle zu behalten. Vorwürfe macht sie ihm aber nicht. Er war derjenige, der möglich gemacht hat, dass ich meiner musikalischen Leidenschaft folge. Wie ihm das Album wohl gefallen hätte? Wow, gute Frage. Ich glaube, Papa wäre unglaublich stolz gewesen. Bereits im Alter von 19 Jahren übernahm Kathy für ihre Geschwister die Mutterrolle. Wäre Kathy nicht geblieben, gäbe es die Kelly Family heute nicht,
erzählte ihre jüngere Schwester Patricia, 49, kürzlich. Trotzdem sagt Katie, sie habe sich nie für ihre Familie aufgeopfert. Trotz der Höhen und Tiefen hat die 56-Jährige nie aufgegeben. Ich habe gemerkt, dass man in schwierigen Phasen einfach nicht die Hoffnung verlieren darf. Wenn man Vertrauen hat, dass bessere Zeiten kommen, schafft man alles. Text: Nathalie Eichhammer.